Der Sony X95L hat den Anspruch, der exakteste Mini-LED-Fernseher zu sein. Aber wann ist so ein LCD-TV besser als ein OLED? Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de. In diesem Video erfahrt ihr, wie sich der X95L in unserem Test geschlagen hat und für wen oder in welcher Situation er dann sogar besser ist als ein OLED-Fernseher, die man ja für einen ähnlichen Preis bekommt. Sagt uns gerne, bevor es losgeht, zu welcher Tageszeit ihr meistens euren Fernseher nutzt, weil das könnte ein ausschlaggebendes Kriterium sein. Und natürlich freuen wir uns über jedes Abo und jeden Daumen nach oben. Im HiFi.de Testlabor steht ein 65 Zoll Testgerät mit der genauen Bezeichnung Sony XR65X95L. Außerdem gibt es den Bravia Fernseher noch in 75 und 85 Zoll. Der X95L hat einen minimalistischen Rahmen, gehört allerdings mit 6 cm Tiefe zu den dickeren aktuellen Flachbildfernsehern. Die Verarbeitung ist hervorragend und alle Anschlüsse und Kabel lassen sich hinter Abdeckungen verstecken. Praktisch können auch die Standfüße sein, da man sie auf 3 verschiedene Arten montieren kann. Schmal, ganz außen und etwas höher wie hier. In der höheren sogenannten Soundbar-Position ist für Soundbars bis zu einer Höhe von 8 cm genug Platz, was auch für 95% aller Soundbars reicht. Der Sony X95L ist ein Mini-LED-Fernseher. Das heißt, die Hintergrundbeleuchtung lässt sich in 480 lokalen Zonen dimmen. Die Topmodelle von Samsung, wie ein QN95C etwa, bringen über 1000 Dimming-Zonen unter. Doch der Sony X95L steuert die vergleichsweise wenigen Dimming-Zonen so intelligent an, dass selbst im direkten Vergleich bei üblichen Inhalten kein Unterschied festzustellen ist. Also zwar war der Kontrast, den wir mit dem Schachbrett-Testbild gemessen haben, nicht sonderlich hoch, aber bei normalen Filmszenen wirkte es deutlich besser. Dass er messtechnisch leicht abweicht, sieht man eigentlich nicht. Gemeinsam mit dem kaum wahrnehmbaren Blooming, der hohen Entspiegelung und den breiten Betrachtungswinkeln durch die Beschichtung hat man ein besseres Bild als bei quasi allen anderen LCD-Fernsehern. Klar, ein OLED-TV wäre dann noch etwas besser, aber für einen LCD sind wir begeistert. Und der X95L kommt auf eine Spitzenhelligkeit von über 1600 Nits und das im neutralsten Anwender-Bildmodus. Und neutral ist hier wirklich ernst gemeint. Denn das QLED-Panel im X95L liefert äußerst exakte Farben im fast komplett abgedeckten DCI-P3-Farbraum. Die Bildverarbeitung muss man gerade bei einem Sony-Fernseher natürlich auch noch erwähnen. Mit dem Umgebungslichtsensor wird nicht nur die Helligkeit des Fernsehers, sondern auch der Weißabgleich automatisch angepasst und das haben wir bei noch kaum einem anderen Fernseher so gut gesehen. Zu guter Letzt kann man mit dem 120 Hz Panel bei Bedarf mit Motion Flow auch noch die Darstellung von bewegten Bildern optimieren, sodass diese sehr flüssig und scharf sind. Wir haben hier Anwender ausgewählt und es noch etwas runter geregelt, damit noch weniger Artefakte entstehen. In Kombination mit der guten Bildqualität in heller Umgebung macht das den Sony-Fernseher prädestiniert für Fußball oder im allgemeinen Sportübertragungen. Der X95L hat 2 HDMI 2.1 Anschlüsse, mit denen die volle 4K-Auflösung bei 120 Hz von der Konsole kommen kann. Mit dem Gaming-Schnellmenü kann man jetzt auch deutlich einfacher als bei den Vorgängern die Variable Refresh Rate aktivieren. Bei anderen Herstellern gibt es oft mehr schnelle Anpassungen, wie zum Beispiel mehr Bildmodi. Ein wirklicher Nachteil ist es aber nicht, weil der Spielemodus ziemlich neutral voreingestellt ist. Beim Gaming muss man sich allerdings zwischen Dolby Vision mit 60 Hz oder 4K mit 120 Hz entscheiden, was aber jetzt auch kein Weltuntergang ist. Bei Samsung-Fernsehern mit Local Dimming wird das im Spielemodus runtergeschraubt. Beim X95L hat man aber keine Einschränkungen, was das Local Dimming und somit natürlich auch die Bildqualität angeht.
Der Sony X95L hat alle relevanten Anschlüsse und die sind auch alle zur Seite hin ausgerichtet. Einer der beiden HDMI 2.1 Anschlüsse dient gleichzeitig als Enhanced Audio Return Channel und der Fernseher hat auch einen speziellen Klinkeranschluss, der einerseits als analoger AV-Eingang dient, aber auch als Surround Center In, doch dazu gleich mehr beim Klang. Der Sony-Fernseher setzt auf Google TV mit einer riesigen Auswahl an Apps und intuitiver Bedienung. Hier hat sich im Vergleich zum letzten Jahr kaum etwas getan, was aber auch nicht schlimm ist. Es gibt zwei verschiedene Fernbedienungen, je nachdem, ob man den TV eher per Sprachsteuerung, Smart oder klassisch bedienen möchte. Beides hat bei uns übrigens gut funktioniert. Und für die Sprachsteuerung braucht man nicht mal die Fernbedienung, weil es dafür auch ein Mikro im Fernseher selbst gibt. Keine Angst, das lässt sich natürlich auch deaktivieren. Der X95L hat einen wirklich satten und sehr ausgewogenen Klang. Und das Beste ist, dass diese Lautsprecher auch richtig Wumms haben. Also erstmal kann man sie auch wirklich laut aufdrehen und dann hören sie sich auch immer noch gut an. Mit Acoustic Multi Audio Plus können nach der Raumeinmessung verschiedene Klangquellen auch an verschiedenen Positionen des Bildschirms lokalisiert werden. Das heißt, erst Premium-Soundbars mit externem Subwoofer klingen da wirklich besser. Das ist aber noch gar nicht alles. Der X95L kann auch in einem Surround-System richtig gut arbeiten. Denn einerseits kann er sowohl DTS als auch Dolby Atmos via eARC an einen AV-Receiver oder eine Soundbar übertragen und unabhängig davon kann er als Center Speaker mit einer passenden Sony Soundbar oder dem HTA9 Surround System kombiniert werden. Der Sony X95L liefert in allen getesteten Kategorien tolle Ergebnisse. Beim Klang zählt er zu den besten Fernsehern auf dem ganzen Markt. Mit der Farbtreue des Sony X95L können es auch nur wirklich wenige Fernseher aufnehmen. Wir können hier also mit Recht von einem echten Allround-Talent sprechen. Ist er nun der beste LCD-Fernseher auf dem Markt? Ja, aber knapp. Denn er konnte sich vor allem wegen des besseren Eindrucks von dunklen Filmszenen am Samsung Neo QLED QN95C vorbeischieben. Der hat zwar eine etwas höhere Spitzenhelligkeit und ist noch etwas besser entspiegelt, kann aber in der Bedienung und vor allem beim Klang nicht mit dem Sony X95L mithalten. Im Endeffekt machst du bei beiden Fernsehern nichts falsch und kannst hier gut über Preis und Verfügbarkeit entscheiden. Die aktuellen Preise findet ihr am schnellsten und einfachsten übrigens über die Links in der Videobeschreibung. Mit einem gleich teuren OLED wird man besonders im dunklen Zimmer jedoch ein besseres Bild haben. Da kann auch der X95L dann nicht ganz mithalten. Aber sucht man zum Beispiel nach einem Fernseher, auf dem man primär nachmittags Fußball schaut oder ein paar Games zocken will, der immer ein bestmögliches Bild haben soll, egal bei welchem Licht, ohne dass man irgendwelche Einstellungen groß ändern muss, dann ist der Sony-Fernseher wirklich die perfekte Lösung. Das Bild wird wirklich gut angepasst, auch wenn in einem Moment durch große Fenster die Sonne reinknallt, sich dann im nächsten wieder eine dunkle Wolke davor schiebt oder du einen Heimkinoabend veranstaltest. Und außerdem klingt er auch wirklich so gut, dass man sich eine Soundbar eigentlich getrost sparen kann. Wenn ihr noch mehr über den Sony X95L erfahren wollt, geht am besten direkt über den Link in der Beschreibung auf den ausführlichen Test auf hifi.de. Teilt gerne noch, wann ihr euren Fernseher am Tag benutzt, unten in den Kommentaren. Ich bin gespannt drauf und sage bis zum nächsten Livestream oder Video. Macht's gut. Ciao.